Um Krebstherapien laufend verbessern zu können, sind Forscher und Ärzte immer mehr auf das Feedback ihrer Patienten angewiesen. Wir sehen uns nicht ausschließlich nur an, wie reagiert ein Tumor auf eine Therapie, sondern es geht auch darum, wie reagiert die Person auf die Therapie und auf die Behandlung und wie ist die Lebensqualität. Informationen, die üblicherweise mit standardisierten Fragebögen ermittelt werden. Dafür gibt es diese Guidelines, das heißt, unter Anwendung dieser Leitlinien ist schon mal sichergestellt, dass die wichtigsten Qualitätskriterien erfüllt sind in der Entwicklung dieser Fragebögen. Im Rahmen einer Ausschreibung vom Open Innovation in Science Center der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, die die Einbindung von Patientinnen und Patienten und anderen Akteuren in der Forschung unterstützt, startet am Innsbruck Institute for Patient-Centered Outcome Research das Projekt ProGuide. Patienten sollen künftig nicht nur bei der Gestaltung der Fragebögen an sich, sondern bereits bei der Gestaltung der Guidelines in den Forschungsprozess eingebunden werden. Wir versuchen sicherzustellen, dass das Prozedere, das beschreibt, wie Patienten involviert werden, auch von Patienten mitgestaltet wird. Mitgestalten bedingt Verstehen. Patientenbeteiligung bedarf gemeinsamer Sprache. Für einen Laien sind die Leitlinien in der Form, wie sie jetzt sind, eigentlich kaum verstehbar. So, der erste Schritt ist, die Guidelines ins Deutsche zu übersetzen natürlich zuerst und dann gehen wir die Schritt für Schritt mit Patienten durch und suchen aktiv nach Lücken, wo Wissenschaftler vielleicht nicht daran gedacht haben, Patienten zu befragen, zu involvieren. Nicht nur was gefragt wird, auch das Wie kann ein entscheidender Faktor sein. Durch die Beteiligung von Patienten und Patientinnen beim Erstellen der Guidelines wird diesem Umstand Rechnung getragen. Patientenbeteiligung kann so das Werkzeug Fragebogen möglicherweise um einen entscheidenden Aspekt erweitern. Das Wunschziel wäre natürlich, dass am Ende die Forschung in einer Art und Weise von Patienten mitgestaltet werden kann, dass auch die Ergebnisse relevanter für Patienten selbst sind. Sozusagen, dass neben Laborparametern, neben der Überlebenszeit die Fragestellungen von Patienten selbst mitgestaltet wurden.